Wir als Snow-Space Salzburg stellen heute unseren Ökologiebeirat offiziell vor. Dieses hochkarätig besetzte Fachgremium wird uns als Bergbahnen in dem Thema Nachhaltigkeit, Klimafitness, Biodiversität und Ökologie beraten und begleiten und natürlich immer wieder uns aufzeigen, wo wir besser werden können. Der Fachbeirat ist aus meiner Sicht ein interessantes Gremium, wo wir umsetzungsorientiert wissenschaftliche Ziele, Ideen angehen können. Und das hat mich eigentlich gereizt, bei dieser Aufgabe mitzumachen. Es gibt ja derzeit sehr viele Unternehmen, die werben praktisch mit diesem Begriff Nachhaltigkeit. Ich bin da ein bisschen skeptisch, dass der Verbraucher da langfristig mit umgeht, weil das ist so ein Etikett. Wichtig ist mir einfach, dass man dann auch tatsächlich 2 Jahre später sagen kann, in dem Bereich sind schon Dinge umgesetzt worden und da sehen wir auch gewisse Ergebnisse, die man kommunizieren kann. Insofern gibt es eben eine ganze Reihe von Themen, ob das Beherbergung ist oder ob das jetzt eben die Begrünung, die Pflege von den Pisten ist, wo ich immer im Dialog mit meinen regionalen, mit meinen örtlichen Akteuren letztendlich diese gemeinsame Vision überhaupt mal entwickeln muss und auch darstellen können muss, welchen Mehrwert das entsteht. Und zwar auch ein Mehrwert für eben die anderen Akteure, nicht nur für die Bergbahn. Unsere Maßnahmen als Bergbahn werden wir zukünftig nach den Vorgaben dieses Fachgremiums, dieser Experten ausrichten. Dieser Fachbeirat wird uns begleiten, wird uns beobachten und immer wieder den Finger auf die Wunde legen, um somit unserem Ziel, in 5 Jahren klimafit zu sein, tagtäglich einen Schritt näher zu kommen. Wenn wir uns um Biodiversität bemühen, dann geht es zum einen natürlich um die Vielfalt, dann geht es natürlich auch um die Bodenlebewesen, Schmetterlinge und so weiter. Aber wenn man vor allen Dingen die landwirtschaftlichen Betriebe anschaut, dann geht es da um die Futterqualität. Und wenn wir es aus der Sicht des Skibetriebes anschauen, dann wollen wir eine vielfältige Pflanzendecke deswegen, weil die Durchwurzelung des Bodens besser ist. Und das erreichen wir dann viel besser, wenn wir eine vielfältige Vegetation haben mit vielen Kräutern, die zum Beispiel ganz lange Wurzeln in den Untergrund machen. Wenn ich eine vielfältige Vegetation habe, dann habe ich bei Unwettern zum Beispiel viel weniger Schäden. Die Hänge selber, die halten natürlich viel besser, weil eben die Gräser, die Wurzeln so 30, 40 cm und die Kräuter, die gehen tiefer. Insofern haben wir eben funktionelle Gründe, wirtschaftliche Gründe aus der Sicht der Landwirtschaft und ökologische Gründe, die hier im Hintergrund stehen, also das Ideal einer Nachhaltigkeitsidee. Meine Erwartung ist, dass man tatsächlich diesen Transformationsprozess ernsthaft und aufs ganze Unternehmen und in seinen Verantwortungsbereich dann auch umsetzt. Als erster Schritt haben wir die gesamte Vegetation auf den Skipisten kartiert. Zum Beispiel kann man sehr gut erkennen, wo früher Waldstandorte waren, wo die Skipisten aus dem Wald entwickelt worden sind. Dann gibt es Bereiche, die sehr intensiv almwirtschaftlich genutzt sind. Und es gibt natürlich sehr hochwertige Bereiche, wo es uns darauf ankommt, die Personen, denen die gehören und die zum Beispiel optimal bewirtschaften, das heißt spätmähen, das Mähgut abführen, dass wir die auch loben, dass wir denen auch sagen, perfekt, macht's weiter so, ihr leistet ganz viel für die Biodiversität in Salzburg, im Bundesland und damit auch einen Beitrag für die Gesellschaft. Uns ist ganz wichtig, all unsere Tätigkeiten in diesem Zuge ganz transparent zu gestalten. Mit der Kartierung unserer gesamten 450 Hektar Pistenfläche, beginnend von Alpendorf über Wagrain, Flachau bis nach Eben, haben wir die ersten Schritte gesetzt. Ziel muss aber sein, ein großes Ganzes zu entwickeln, aber diese ersten Schritte, diese ersten Maßnahmen sind das Go für unsere Klimaneutralität in 5 Jahren.